Wusste nicht, ob du kommst. Wird es mir nie entgehen lassen. Die Ausgangssperre beginnt früher. Über dem Atlantik braut sich wohl ein Sturm zusammen. Könnte ein paar Tage dauern. Sollte aber am Start nichts ändern. Manchmal siehst du genau wie er aus. Liegt an den Genen. Nein, es ist mehr als das. Es ist die Art, wie du auftrittst. Dein Selbstvertrauen. Ah, du meinst meinen Swag. Ja, vielleicht. Vier Jahre. Fühlt sich immer noch nicht real an. Dad war immer jahrelang fort auf Mission. Irgendwie warte ich immer darauf, dass er durch die Tür kommt. Ich weiß. Dein Name ruft mir immer die ersten Missionen mit ihm ins Gedächtnis. Tut mir leid. Nein, das muss dir nicht leid tun. Ich denke gern an ihn. Ich muss ständig an ihn denken. Besonders jetzt. Wäre er in unserer Lage, was würde er tun? Das frage ich mich auch. Nachdenken, ist es zu viel verlangt? Fragen, hast du dir das gut überlegt? Ich frage mal. Hast du dir das wirklich alles gut überlegt? Ich verstehe deine Bedenken, Young. Aber was haben wir zu verlieren? Ich sehe in dir immer noch dieses Kind, das unbeschwert in die Sonne fliegt. Das ist schon sehr lange her. Als dein Vater und ich auf dem Mars waren und den CO2-Tank verloren haben. Er geriet nie in Panik. Ging es einfach wie einen ganz gewöhnlichen Job an. Ruhig, gefasst. Als wäre es erst gestern gewesen. Als ich ihn fragte, wie er so cool bleiben kann, sah er mich an und sagte: Verlier nie dein Ziel aus dem Blick. Verlier nie dein Ziel aus dem Blick. Er hätte die Antworten. Auf Bill. Auf Dad. Art. Blutdruck 120/70, Puls 72, Temperatur 36,2. Ebenfalls guten Morgen. Langsam. Sie sind noch ziemlich schwach. Ach nee. Sauerstoffsättigung 95%. Atmung normal. Hochsehen? Muss ich das? Pupillen isokor und fokussiert. Patientin bei Bewusstsein. Guten Morgen, Young. Sollten Carter und Sims nicht hier sein? Ja, das wäre das Standardverfahren. Aber es ist keine Standardsituation. Sims, Wieso? hören Sie? Stafford und ich wurden vom Schiff automatisch geweckt. Er versucht, die Schlaftechniker zu Carter. erreichen. Sims, Darum bin ich hier. hören Sie? Herzen, kein Wunder, dass ich mich so scheiße fühle. Fragen, was geht hier vor? Ich will wissen, was vorgeht. Was ist los, Isley? Wir haben multiple Systemabstürze. Ich will rausfinden, warum. Und in der letzten Folge haben wir festgestellt, was los war, ne? Danke. Wo sind wir? Da, wo wir sein sollten. Fast bei der Position für den Bremsschub und Orbiteintritt.
wecke den zweiten Piloten. Okay. Carter? Sims? Hören Sie? Legendär. Kleine Freudner. Wie geht's? Als hätte ich einen üblen Kater. Carter? Sims? Hören Sie mich? Jetzt beim Bier, oder? Geht's jetzt? Commander Stafford hier. Wo stecken Sie? Ich höre Sie, Sir. Sind im Maschinenraum. Das Schiff hat einen geringfügigen Rumpfschaden erlitten. Wir führen eine Diagnose durch und die nötigen Reparaturen nach Protokoll. Wie schlimm ist es? Die Diagnose läuft gerade noch. Sobald wir fertig sind, erstatten wir Bericht. Ihr Bauchgefühl? Machbar. Wir hatten wohl Glück. Müssen wir bei etwas helfen? Wir versuchen gerade, das rauszufinden. Der Orbit-Eintritt ist in 1 Stunde. Haben Sie das Triebwerk vorbereitet? Nein, Sir. Der Schaden am Rumpf hatte Priorität. Verstanden. Wir kümmern uns um das Triebwerk. Tut uns leid, dass wir Sie nicht geweckt haben, Sir. Wie viele von der Crew sind jetzt wach? Nur das Flugpersonal. Wir wecken die anderen planmäßig im Orbit. Sehen wir nach Mitchell. Also Sims ist hier... Sims ist hier die Böse. Wenn ich das so richtig sehe. Ist er okay? Er schläft nur. 4 Jahre Und dann habe Schlaf ich hier reichen nicht. noch Lass was dir ruhig finden. Zeit. Aufwachen, Dornröschen. Was verschafft mir die Ehre dieser königlichen Begrüßung? Es gab einen Rumpfschaden. Carter und Sims untersuchen ihn. Das erklärt, warum die Sauerstoffaufbereitung nicht läuft. Das klingt... ungut? Ist unter Kontrolle. Aber unser Ziel ist nicht weit. Young, Isley, checken Sie die Triebwerke für den Orbit-Eintritt. Ich nehme Mitchell mit. Wir starten die CO2-Wäscher neu. Ich spare lieber Sauerstoff und gehe wieder schlafen. Na los, wir haben was zu tun. Was trinken die da? Holy? Alles okay? Fühle mich komisch. Es ist, als wäre ich gestern eingeschlafen und jetzt habe ich 4 Jahre alte Kopfschmerzen. Mein Körper und mein Verstand passen irgendwie nicht zusammen. Das war zu erwarten. Winterschlaf ist nichts für Menschen. Gib während der Mission einfach gut auf dich selbst acht. Auf Körper und Geist. Verstanden? Na, meine Muckis sind einfach noch nicht ganz wach. Genau so. Oh Mann. Hey, wollte schon vorm Einschlafen fragen. Das hier ist Ihre letzte Mission. Wie ist das für Sie? Ein Mordsabschluss. Die erste bemannte exoplanetare Mission. Kein schlechter Abgang als Kommandant. Zugeben, Ruhestand ist nichts für mich. Versichern, ich lebe, um zu dienen. Der Ruhestand steht mir nicht. Wenn ich hier nicht dabei wäre, käme ich auf der Andromeda nach. So klingt ein echter Pionier. Ich bin der glücklichste Kommandant von Corinth mit einer hervorragenden Crew. Es gibt keine bessere. Nur schade um McNamara. Verdammte Tragödie. Wie finden Sie Anders? Kam ziemlich spät ins Team. Trauen Sie ihr? Du sollst eine Beurlaubung abgeben und ich habe den noch einmal gesehen. Zweifeln, ich behalte sie im Auge. Vertrauen, ich vertraue den Rekrutierungsprozess.
Ich werde sie im Auge behalten. Gut. Genau wie den Rest meiner Crew. Isley, wir sind gleich in der Hydroponik. Wir warten dort auf Sie. Okay, warum sind wir nochmal hier? Weil die Techniker ihren Job nicht gemacht haben. Wir müssen den Reaktor vollständig hochfahren. Also, ich habe noch nie ein Schiff mit so einem Riesenreaktor geflogen. Keine Angst, dass der hochgeht? Je größer sie sind, desto instabiler sind sie, oder? Machen Sie kein Drama. Die Technik hat sich entwickelt seit Jessup Station. Den kriegen Sie nicht kaputt, auch wenn Sie es wollten. Wie können Sie da sicher sein? Ich vertraue der Wissenschaft. Und meinem Schiff. Na los, wir haben nicht mehr viel Zeit. Oh. Benutze den Messenger, um Nachrichten mit anderen Crewmitgliedern auszutauschen. War auch schon ein wenig, hä? Wo ist die jetzt hin? Achso. Der Reaktor hätte schon hochfahren sollen. Wir müssen die Notstromversorgung umleiten. Geht das? Was aber? Oracle schlägt vor, dass wir Energie vom Landesystem umleiten. Sollte gehen, da wir ja nicht landen werden. Alternativ könnten wir Strom vom Brandschutzsystem abzapfen. Nee, Landung. Deaktivieren. Landesystem vorübergehend deaktiviert. Na, geht doch. Wie an Weihnachten. Das ist gut. Die letzten paar haben wir ja verpasst. Danke für die Erinnerung. Die haben sogar einen Baum. Hey! Na, schlägst du schon Wurzeln? Leck mich. Ey! Nee, es ist schön, dass du auf deine mentale Gesundheit Triebwerke achtest. bereit. Und der Reaktor ist voll funktionsfähig, Commander. Den hier schon? Bereit für den Orbit. Wunderbar. Sehr gut, Isley. Kommt ein Pilot in eine Bar und sagt, Was denn nun? Was sagt Unter der den Pilot gegebenen in einer Umständen halten sie sich beide gut. Allerdings. Der Baum ist ein nettes Detail. Erinnert an zu Hause. Tatsächlich trägt er messbar zur Entlastung der CO2-Wäscher bei. Und sein Blätterdach ist ein effektiver Staubfilter. Aber ja, ich hatte so einen Weißdorn bei mir zu Hause im Garten. Das ist ein Ableger. Ein Stückchen von Ihnen. Schön, dass Sie hier sind. Es ist Ihr Schiff. Sie sollten stolz sein. Natürlich, Sir. du hast es kapiert, oder? Ja, der war schlecht. Echt flach. Allerdings bin ich enttäuscht von den Schlaftechnikern. Ich dachte, sie wären effizienter. Sie meinen, Sie hätten uns wecken sollen? Mir ist unklar, warum sie die Reparatur priorisiert haben. Pro forma möchte ich ihr Wartungsbuch prüfen. Akzeptieren, also gut. Pro forma. Abtun, ich brauche einen Schadensbericht. Schwere Entscheidung. Aber ich möchte... Wir wissen ja selber, was passiert ist. Aber die wissen das noch nicht. Ich will aber einen Schadensbericht haben. Ich brauche einen Bericht. Fragen Sie Oracle, inwieweit sich dieser Einschlag auf die Mission auswirken könnte. Das hat Priorität. Aber Zugriff auf die Loks könnte... Das ist ein Befehl, Isley. Verstanden, Commander. So was flitzt bei mir zu Hause auch rum.
was zum Saubermachen. Oh Gott, ich bin jetzt erschrocken. Der arme Staubsauger, der kann doch nichts dafür. Echt schön da draußen. Wie wahr? Denkst du, du hättest auch was anderes werden können? Nie im Leben. Ich wollte immer Pilotin sein. Ja, ich auch. Ich könnte hier sterben. Aber das wird nicht passieren. Nein, ich meine, es wäre okay. Was machst du dann? Ich weiß nicht. Ich wäre tot. Nein, mit meiner Leiche. Wenn ich tot wäre, würdest du mich einfach aus der Luftschleuse in den Weltraum schießen? Klar. Warum nicht? Das ist eklig. Kein Abladen vom Müll. Oh, das ist gut. Die Regeln verbieten uns das Abladen von Müll. Das schließt deinen Kadaver mit ein. Echt eiskalt. Nein, warte mal. Hydro. Du wärst der perfekte Dünger für unser Grünzeug. Du weißt schon, zurück zur Natur und so. Ich könnte dich besuchen, dir den Gossip erzählen. Aber stirb erst mal nicht. Also ich würde dich gefriertrocknen. Das wäre cool. Ernsthaft? Ja, wäre doch ganz lustig. Du wirst luftdicht verpackt, im All auf minus 270 Grad runtergekühlt und dann so lange geschüttelt, bis du in 1 Million Stücke zerspringst. Und tada! Feinstes Young-Pulver. Hey. Wow. Und Bleiben wir erstmal am Leben. hab nicht vor zu sterben. Außer ich lande den Kahn tatsächlich auf Tau CTF. Ah, hey, ich könnte da der erste Tote sein. Mach mit sowas keine Witze. Wow, was ist denn los? Manchmal weiß ich nicht, ob du rumalberst oder nur ein Arsch bist. Beides? Wie schaut sich doch die Loks an, ha? Das nächste Aufnahme buffert. Sims? Sims? Was war das? Sehen wir jetzt genau das, was wir gespielt haben? Da ist nichts, ne? Was ist das denn? Gute Frage, nächste. Genau. Wende es doch hier an. Nimm, was kaputt ist und würdige es. Hebe es hervor. Das ist wundervoll. Aber Kintsugi bezieht sich doch aufs Töpfern. Also, Die Denkweise ist übertragbar. Feiere die Schönheit des Makels. Carter? Wo ist die jetzt? Nächste Aufnahme buffert. Sorry, Commander. Sorry, Commander, da unten sind... Sorry, Commander, da unten sind zu viele Störungen. Sind die Schlafkapseln? Das Vorspulen? Warte mal.
Ist der doch stundenlang stehen geblieben? Bin jetzt erschrocken. Mann, ist das ein... Isley, Hört doch auf, Mann. Himmel, Stafford! was ist denn da so fesselnd? Die Schlaftechniker. Also ich habe die Kameralogs gecheckt und da stimmt irgendwas nicht. Sehen Sie sich den Zeitstempel an. Das war nach dem Aufprall. Sie sollten sich gerade um Reparaturen kümmern. Seltsam, aber hier sind überall Systemglitches. Was, wenn die Kamera abstürzte und die Zeit weiterlief? Eine Möglichkeit. Was denken Sie? Fragen, ist das nicht seltsam? Beschuldigen, Sie verbergen etwas. Ja, komm. Sehen Sie hier. Sie haben eindeutig irgendwas gesehen. Sie fürchten sich, dann nichts. Die Daten sind beschädigt. Sie müssen irgendetwas verbergen. Immer mit der Ruhe. Das Einzige, was ich hier aktuell sehe, sind zahlreiche Systemglitches. Die mir immer noch Grund zur Sorge geben. Haben Sie doch Vertrauen in die Fähigkeiten der Crew. Warum können Sie Ihren Kollegen nicht... Bitte, jetzt hören Sie... Vertrauen! Wir sind ein Team. Commander, wir nähern uns der Markierung. Wir müssen den Boosterring bald abkoppeln. Roger. Danke, Young. Isley, Ihnen ist doch nun wirklich bewusst, wie wichtig diese Mission ist. Also veranstalten Sie keine Hexenjagd. Nur die Mission zählt. Aber, Sir... Was ist denn jetzt noch? Nachdenken, etwas stört mich an der Sache. Fordern, ich will einen Bericht. Irgendetwas hier gefällt mir nicht. Hat sich Sims gemeldet? Hören Sie. Ich respektiere Sie. Wirklich. Sie sind sehr klug. Ihnen entgeht kein verdammtes Detail, aber vertrauen Sie unserer Crew. Ich will doch nur gute Arbeit. Ich weiß. Aber ein Solist spielt keine Sinfonie. Zur Abkopplung müssen alle an Deck sein. Besonders meine Stellvertreterin. Kann ich mit Carter und Sims reden? Ich werde mit ihnen reden. Scheiß drauf. Daher, die hat ihren eigenen Kopf. Die Pumpen sind frei. Der Bremsschub sollte also funktionieren. Außer da warten noch mehr Überraschungen auf uns. Wir haben 3 Testzyklen durchgeführt. Alle Werte sind normal. Sehr gut. Es gibt immer noch Kurzschlüsse im Beleuchtungs- und Überwachungssystem. Wann haben wir das im Griff? Das weiß nur Carter. Er repariert immer noch die Verkabelung. Stellen Sie mich durch, würde ihn gern hören. Klar. Der Schaden muss die Schiffselektronik stören. Carter? Hören Sie. Sorry, Commander. Da unten sind zu viele Störungen. Schon gut. Sorgen Sie nur dafür, dass er dort weg ist, wenn wir den Bremsschub zünden. Bis dann, Sims. Der ist doch schon tot. Statusbericht. Bremsschub ist in der Endphase. Sind über der Markierung. Okay, jetzt keine Fehler. Isley, die Checkliste. Der Boosterring ist nicht für eine niedrige Umlaufbahn geschaffen. Damit er intakt bleibt, lassen wir ihn in einer sicheren Umlaufbahn um den Planeten, weit außerhalb der Atmosphäre. Wenn die Cassiopeia im Orbit um Tau CTF ist, wecken wir die Forschungscrew und beginnen die Planetenstudie für das Landungsteam der Andromeda. Manuelle Abkopplung startet. Bestätige. Sequenz begonnen. Zähle runter. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt. Einfach wunderschön.
Wir sollten jetzt Sicht auf Tau CTF haben. Dann wollen wir mal sehen. Könnte Dad das doch erleben. Ich weiß. Hey, vielleicht sollten wir doch landen. Kleinen Spaziergang machen, bevor die Andromeda ankommt. Nicht schon wieder. Hey, schon klar. Wir haben nicht genug Treibstoff für Landung und Heimkehr. Ich sag ja nur, das Vermächtnis. Hier geht es nicht um Ruhm und Reichtum. Wir sind hier, um den Weg in die Zukunft zu ebnen. Denken Sie dran. Wir sind ein Team, von Anfang an. Als Team bestehen wir die Mission und kehren heim, als Team. Es ist nicht wichtig, was wir tun, sondern was wir lernen. Die gesammelten Daten ermöglichen den nächsten großen Sprung für die Menschheit. Okay. Er ist gut. Er ist der Beste. Es gibt Anomalien bezüglich der Schlaftags. Ich werde Ihre Quartiere durchsuchen. Bis jetzt kann man mal relativ wenig. Die Menschheit ist für die Sterne bestimmt. Das glaube ich wirklich. Keine Zeit hier rumzustehen. Wir sind Ich muss das anpassungsfähig. erledigen. Ich auf jeden Fall. Als Kind war ich schwer krank und musste mich anpassen, um zu überleben. Ich habe nie damit aufgehört und werde es auch nie. Tau CTF ist eine Chance, die uns gegeben wird, um uns weiterzuentwickeln. Okay. Da muss ich hin. Und da auch, ne? Ich suche die Möglichkeiten. Oh. Aber nee, dann spioniere ich erst einmal hier. Was sieht man hier? Den Schmetterling. Was? Fortschritt ist manchmal hässlich. Bei Corran war unser Fokus stets derselbe: die Menschheit voranzubringen. Vorwärts geht es nur, wenn wir wissen, wo wir sind. Die Realität kann manchmal hässlich sein. Nicht alle wollen das zugeben. Aber wir schreiten seit Jahrhunderten voran und das ist nur der Anfang für uns. Corran, die Menschheit geht vor. Ja. Logisch. Was ist das hier? Da geht's auch hoch. Okay. Fortschritt ist manchmal. Was ist das? Aufzug wahrscheinlich, ne? Sims? Noch im Maschinenraum? Ja, immer noch busy, Commander. Wir brauchen noch 10 Minuten. Das kommt mir ganz gelegen. Zugriff nur für die Crew. Was ist denn das da hinten? Nee, nicht. Okay. Ist da nicht Dingsturm? Während der Hauptteil der Crew 4 Jahre lang schläft, sind wir also Da war was. plus 4 Jahre Rückreise. Ja. Als Aufwecktags oder Schlaftags, wie wir uns nennen, überwachen wir während der Okay. Reise die Party. Ich bin jetzt so stolz auf dich. Hier verändert sich alles rasant, aber ich bin in Sicherheit. In den Nachrichten habe ich gestern gesehen, dass es in Kalifornien Aufstände gibt. Diese Leute gehören eine Art Pro-Erde-Bewegung an und ich glaube, ihnen gefällt nicht, was du tust. Pro-Erde, wie kann man sich nur so nennen und dann Brandstiften und plündern gehen? Ist das nicht ironisch? Die Ausgangssperren sind strenger geworden, aber ich gehe sowieso kaum noch raus. Mach dir um mich also keine Sorgen, du fehlst mir, Mommy.
Kommt bitte unversehrt wieder nach Hause. Alles Liebe, Mama. Okay. Achtsamkeit ist wichtig. Wir sind Schlaftechniker. Während der Hauptteil der Crew 4 Jahre lang schläft, sind wir also wach. Plus 4 Jahre Rückreise. Ja. Als Aufwecktex oder Schlaftex, wie wir uns nennen, überwachen wir während der Reise die Schlafkapseln der Hauptcrew. Wir spielen quasi Mama und Papa. Oh, das ist was. Carter und ich, wir chillen, gärtnern, reden über die Zukunft und wecken die Kinder, wenn es ernst wird. Der Prozess ist sehr anspruchsvoll. Ohne die richtigen Fähigkeiten kann das Ganze lebensgefährlich werden. Ein kleiner Preis angesichts unserer Ziele. Wie wahr? Gut, ich muss schon wieder Um zurück. bei dem Elternbeispiel zu bleiben. Die Kinder haben Vorrang. Immer. Was ist man hier? Wieder verschlafen, Sis? Bericht zur psychologischen Bewertung Jahre wach, also wollte ich Melatonin bestanden. Dachte schon, du schaffst nicht. Was? Und mir jahrelanges Zocken entgehen lassen? Ich Okay. doch nicht. Du wirst mir beim Gärtnern in der Hydroponik Ist hier noch irgendwie was? Achtsamkeit ist Weil wir es wichtig. vielleicht vergessen haben? Wir sind Schlaftechniker. Während der Also wenn wir mit Kader durchgelaufen sind. Plus 4 Jahre Rückreise. Als Aufwecktex oder Schlaftex. Da ist noch was. In die Fußstapfen. Oh, warte mal, das kann man lesen. Bill Young für herausragende Tapferkeit verliehen. Mhm. Da ist auch noch was. Wegbereiter, die größten Pioniere der Geschichte von Caesar bis zu den Raumfahrern. Absolute Pflichtlektüre für alle, die Ehrgeiz haben. Glenn Harris. Kann man zwar rumdrehen, aber es bringt auch nicht viel. Oder war das jetzt ein anderer Text? Ich weiß es gar nicht. Oder kann man auch rein? Hey Mom. Echt langweilig hier draußen. Wobei Carter und ich mit Langeweile wohl unterschiedlich umgehen. Ich arbeite mich durch die Kaffeesorten durch, während er sich lustige Jobs einfallen lässt. Gestern habe ich das Inventar gecheckt. Da stimmt was nicht. Die Staselösung für die Rückreise der Crew ist anders als die, die wir jetzt benutzen. Wir wurden für diese Prozedur ausgebildet, aber nie mit einer anderen Lösung. Warum hat uns niemand gebrieft? Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Der Gedanke, dass du mir zuhörst, beruhigt mich. Du mit deinem Grüntee. Ich mit meinem Minz, Kirsche, Mokka oder sowas. Prost! Minz, Kirsche, Mokka? Kirsche ist ja okay, aber Minz? Da ist noch was. Zugangscode benötigt. Okay. Für manche braucht man halt so Codes. Alles klar. Die Frage ist, ob man da auch wieder zurück kann. Das sieht sehr gemütlich aus. Da ist nichts, ne? Da haben wir, glaube ich, schon mal geguckt. Was ist das hier? Da kann man nicht zugreifen.
Warum haben die so einen Scheiß neu einbaut? Ich weiß es nicht. Warum ist es hier überall so dunkel? Da ist er doch gestorben, oder? Da müsste noch Blutflecken oder sowas noch sein. Warte mal. Nee, das will ich jetzt noch nicht aktivieren. Da sind wir da draußen noch mal was zum Lesen oder so. Das ist der Kalender. Okay, schauen wir uns das mal an. Zugangscode benötigt. Das war schlecht. Welche die alle her? Finde den Zugangscode. Ja, was? Okay, kann ich da... Der antwortet sogar. Wie kann denn der antworten? Der ist tot? Der hat keiner irgendwie einen Code für mich, oder? Okay, das war's hier. Der hat nicht. Okay, ist hier irgendwie der Code irgendwie... Nee, das wäre Quatsch. Das ist irgendwie... Irgendwie was anderes. Ich denke, das wird was sein, was man aufsammeln muss. Da waren wir eben schon, aber vielleicht taucht jetzt auf einmal auf. Wie es immer so ist. Da ist was, aber das kann ich nicht aktivieren. Das war das hier. Lockdown. Das heißt, wir müssen den Code suchen, ne? Da waren wir schon drin, da ist auch eine Nachricht, wo wir einen Code brauchen. Was ist da? Energie. Nix, wie wir uns nennen.
überwachen wir während der Reise die Crewquartiere. Ich gehe mal da unten rum. Vielleicht finden wir ja da noch was. Da ist was. Was ist das? Weiß ich doch nicht. Okay, ich habe keine Ahnung. Da kommen wir auch nicht hin. Ja, wisst ihr was? Ich würde mal sagen, wir machen hier ein kleines Päuschen. Machen in der nächsten Folge weiter. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.